Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Ja, die IFA 2025 ist zu Ende und ich habe die Gelegenheit mal ergriffen und wollte zusammenfassen, was für Fritz und Fritz-Kunden, wie wir das sind, sich da getan hat und vor allen Dingen, ob vielleicht da ein oder andere Schnäppchen dabei war. Weil es immer so ist, wenn die neuen Produkte in der Messe vorgestellt werden, dann sinken die Preise für die älteren Produkte. Und auf der IFA ging es jetzt dieses Jahr bei Fritz hauptsächlich um die Boxen und nur ein ganz klein bisschen um die Repeater. Sie haben also eine neue Kabelbox vorgestellt und die 66 Pro ist gekommen. Und der Tenor war vor allen Dingen, sie wollen Wi-Fi 7 auf die Boxen bringen. Und die Repeater werden erstmal zurückgestellt. Das heißt, wenn man jetzt noch Repeater kauft, kann es durchaus sein, dass man da ein Schnäppchen macht, weil alle schon wissen, da wird was Neues kommen, es dauert aber noch. Und das habe ich mal rausgesucht. Und was es auch noch gibt, solche Bundles. Das heißt, Fritz packt ihre älteren Geräte zusammen und verkauft gleich 3 Stück auf einmal zum günstigeren Preis. Und da wird es für uns natürlich besonders interessant. Also, los geht's. Und da kommen wir schon gleich zum ersten Produkt. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, was hat denn die IFA mit den Produktpreisen zu tun? Naja, das ist ganz einfach. Jedes dieser Produkte, die da jetzt im Moment vorgestellt wurden bei der IFA oder auf der IFA, hat auch oft einen Vorgänger. Und jetzt ist der Nachfolger draußen. Das bedeutet, das alte Produkt muss irgendwie billiger werden, damit man es überhaupt noch verkaufen kann. Und das ist quasi der Tenor meines Videos. Guckt euch mal an, welche Produkte für euch vielleicht ideal sind, wo jetzt die Preise fallen. Und damit es nicht so kompliziert wird und der Produktvergleich ein bisschen einfacher, habe ich für euch eine Tabelle oder ein Dokument zusammengestellt, bei dem ihr die super miteinander vergleichen könnt. Das sind alle technischen Eigenschaften der einzelnen Produkte. Hier steht immer der Produktname und dann, was es kann. Und dann könnt ihr das auch schön vergleichen. Also ganz super hier zum Beispiel sieht man das bei der 1200 AX, über die ich jetzt gleich reden werde. Die hat den Nachfolger die 1700. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann war die 1200 in der Lage, bis zu 2400 Megabit die Sekunde zu übertragen. Und die 1700 kann 2800. Also gerade mal 400 Megabit mehr. Und genauso hier, die hat 600 Mbit bei 2,4 Gigahertz Band übertragen und die 2700 kann jetzt 688 Mbit. Also der Unterschied ist eher minimal, ja, wenn man das miteinander vergleicht. Dafür ist die 1200 AX sehr viel günstiger. Was ihr bedenken müsst, ist, die kann nur Wi-Fi 6, die neue kann Wi-Fi 7. Aber wenn man es genau betrachtet, die wenigsten Endgeräte können Wi-Fi 7. Es ist zum Beispiel so, dass die PlayStation 5 gar kein Wi-Fi 7 unterstützt. Nur die allerneueste PlayStation 5 Pro, die kann jetzt Wi-Fi 7. Also macht es für euch vielleicht überhaupt gar keinen Sinn, Wi-Fi 7 haben zu wollen, gerade mit dieser marginalen Geschwindigkeitsverbesserung, sodass ihr mit der 1200, die dann sehr günstig zu haben ist, gut fahrt. Vielleicht ein, zwei Worte zu Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7. Der Hauptunterschied bei Wi-Fi 7 ist, dass das jetzt das sogenannte MLO unterstützt. Das steht für Multi-Link Operation. Also da werden mehrere Verbindungen zu einem und demselben Endgerät aufgebaut. Das funktioniert, wie gesagt, nur, wenn das Endgerät das unterstützt und damit kann man den Gesamtdatendurchsatz verbessern. Allerdings hat das nichts mit Latenzen oder so zu tun, sondern es geht einfach nur um die Datenmenge, die man übertragen kann. Und da ist halt die Frage, hat das Endgerät überhaupt Bedarf dazu, so viele Daten zu übertragen? Also für die PlayStation kommt das höchstens vor, wenn man ein Spiele-Update runterlädt oder so. Ansonsten auf dem Handy macht es gar keinen Sinn. Wer guckt schon 4K-Videos auf dem Handy? Irgendwie nicht sinnvoll. Und die wenigsten Fernseher unterstützen Wi-Fi 7. Also auch da wäre 4K-Anbindung theoretisch der Grund für Wi-Fi 7, aber das muss der Fernseher dann erstmal können.
Ein anderes Beispiel ist allerdings die 2400. Die 2400 wird abgelöst durch die 2700, also so ein ähnlicher Nummernsprung wie hier. Diese 7 steht immer für Wi-Fi 7. Aber die 2400 kann gar kein Wi-Fi 6, die kann überhaupt nur Wi-Fi 5. Und da ist der Unterschied in der Geschwindigkeit richtig groß. Von 1733 auf 5760. Da lohnt sich das sehr wohl, darüber nachzudenken, doch lieber die neuere und teurere zu kaufen. Deshalb habe ich, wie gesagt, diese Tabelle mal zusammengestellt. Da könnt ihr euch das mal in Ruhe angucken und miteinander vergleichen. Und dann schaut ihr mal nach, welches Produkt ihr zu welchem Preis bekommt und was für euch am besten passt. Hier haben wir also jetzt die 1200 mit Wi-Fi 6 und die kann man jetzt auch hier direkt kaufen bei Fritz. Und da steht auch der Preis, also 76 Euro kostet die nur noch. Obwohl das ja ein Wi-Fi 6 Produkt ist, hier steht's. Finde ich, ist ein super Preis und wie gesagt, die Geschwindigkeit ist wirklich in Ordnung. Also auch wenn man die Übersicht sieht. So, jetzt gibt es dazu die nächste, die 1700, Wi-Fi 7, wie gesagt. Und auch hier habe ich schon mal den Preis rausgesucht. Die kostet 120 Euro. Und wenn man das hier sieht, allein auf der Übersicht, 3,6 Gigabit und der Vorgänger 3,0 Gigabit. Tja, da braucht man sich nicht überlegen, oder? Dass das eigentlich viel zu teuer ist für den bisschen mehr Power. Und unbedingt Wi-Fi 7 braucht nicht jeder. Also wie gesagt, bei mir ist es nur ein einziges Gerät, was bei mir überhaupt das unterstützt. So, und bei der 2400, da sieht es aber dann ganz anders aus. Da ist es tatsächlich so, die kann nur Wi-Fi 6. Und das Lustige ist, das schreiben die nirgendwo mehr hin. 5, Wi-Fi 5. Schreiben die nirgendwo hin. Ich habe es aber doch gefunden, wenn man jetzt auf Kaufen klickt, dann steht es hier ganz versteckelt dazu. Ein Wi-Fi 5 Gerät. Für mehr WLAN im Raum. Naja, das war einmal. Also da würde ich sagen, lieber mal als Ladenhüter da lassen, wo es ist, nicht kaufen. Gut, jetzt gibt es aber noch andere Dinge, wo man auch noch Geld sparen kann. Es gibt ja jetzt die 3000er-Reihe, unterstützt schon Wi-Fi 6, ist also ein modernes Gerät, habe ich auch in meiner Tabelle aufgeführt. Und da hat sich AVM, ich sage immer AVM, aber sie heißen ja jetzt Fritz, also die Firma Fritz hat sich da ausgedacht, sie machen jetzt Bundle-Angebote. Und dieses Bundle-Angebot haben sie nicht 3000 Set genannt, sondern die nennen das Set 4200. Fragt mich nicht, wie die da drauf kommen. Keine Ahnung. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber dieses Set mit 4200 ist ein Set aus 3 oder auch 2 von den 3000 AX-Boxen. Oder Repeatern. Und zwar kann man jetzt hier, wenn man da auf Kaufen geht, kostet das hier und da gibt es also ein Set für 2 Stück und ein Set für 3 Stück. Wobei man sieht schon, dass der Preis für das Dreier-Set pro Stück am günstigsten ist. Ob man natürlich 390 Euro für so ein Set ausgeben will, ist die nächste Frage. Aber da kriegt man am meisten Repeater fürs Geld. Ich habe das auch sehr viel günstiger als mir für diesen Preis bei anderen Anbietern gefunden, aber ich kriege von keinem von denen Geld. Ich will auch gar nichts da empfehlen. Das sind nur die Preise auf der Fritzbox-Seite. Ihr könnt selber suchen, wo es die noch billiger gibt. Ich kann nur sagen, es gibt sie deutlich billiger bei anderen Anbietern. Aber das finde ich schon ein super Angebot, weil wenn man das hier rechnet, für den Einzelpreis wäre das ja dann wesentlich teurer. Also 3 mal 160 Euro ist halt deutlich mehr als das hier. So, und zum Schluss gibt es dann noch den Fritzbox Repeater 6000. Und auch bei dem ist es so, wenn man jetzt hier mal in der Tabelle guckt, dass sein Leistungsplus verglichen mit dem 3000 AX gar nicht so groß ist. Also auch hier hat er 2400, das hat der auch. Und auf dem nächsten Kanal hat der hier 1200 und der hat das Doppelte. Alles andere ist, hier hat er auch 600 und der hat davon das Doppelte. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob er denn preiswert ist. Weil der 3000 kostet also 160 Euro und der 6000 kostet 215 Euro. Ja,
Also ist jedem selber überlassen, was er da gut findet. Klar, das ist hier in dem Bereich das Doppelte. Aber ist es das wirklich wert? Na gut. Ihr habt hier meine Tabelle, da könnt ihr euch das in aller Ruhe nochmal angucken, könnt die Preise rausgucken, was für euch da der ideale Repeater ist. Ich finde, wir gehen jetzt sehr guten Zeiten entgegen, weil die Preise werden fallen, weil die Messe ist gewesen. Jetzt kommen die neuen Geräte. Und Fritz hat übrigens gesagt, dass es für den 3000 und für den 6000 erstmal keinen Nachfolger machen will mit Wi-Fi 7, weil sie sich primär auf die Boxen konzentrieren. Also auch da ist es wahrscheinlich, dass das noch eine ganze Weile weiterhin gepflegt wird, das Produkt, und man da sehr viel Gerät für sein Geld bekommt. Ja, das war's dann schon wieder von mir. Ich hoffe, das war eine gute Anregung, dass ihr mal guckt, ob ihr da euch verbessern wollt und was Neues kaufen. Ansonsten hit the Like-Button und lasst mal ein Abo da. Wir sehen uns wieder. Viel Spaß im Netz. Macht's gut. Tschüss.